Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich bitte die Kandidaten für die Priesterweihe vor den Bischof zu treten. Maximus Oge Olisa aus Oka in Nigeria. Hier bin ich. Francis Chidulu Abanobe, Oka aus Nigeria. Hier bin ich. Hochwürdiger Vater, geschätzter Bischof Manfred, die Heilige Kirche bittet dich, diese, unsere beiden Brüder, zu Priester zu weihen. Lieber Herr Regens, kannst du bezeugen, dass Sie wirklich Gott suchen, dass Ihre Berufung und Ihre Heimatdiözese und auch von den Gemeinden hier angenommen wird und dass Ihre Berufung angenommen wird und dass Sie würdig sind. Beiden Kandidaten sind seit vielen Jahren hier in Österreich, haben hier ihr Studium absolviert, einen großen Teil, waren in den Pfarren tätig, haben sich gut eingefügt, haben manche Stolpersteine genommen, sind fromme Männer. Das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt und soweit wir sie kennen, werden sie für würdig gehalten. Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes Jesus Christus, des Erlösers, erwählen wir dies unsere Brüder zu Priestern. Dank sei Gott, dem Herrn. Gloria in excelsis Deo.
Herr unser Gott, am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus haben wir uns in Freude versammelt. Hilf deiner Kirche in allem der Weisung deiner Boten zu folgen, durch die sie den Glauben und das Leben in Christus empfangen hat, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. First reading. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, King Herod laid hands upon some members of the church and harmed them. He had James, the brother of John, killed by sword. And when he saw that this was pleasing to the Jews, he proceeded to arrest Peter. It was the feast of unleavened bread. He had him taken into custody and put in prison, under the guard of 4 squads of 4 soldiers each. He intended to bring him before the people after Passover. Peter thus was being kept in prison, but prayer by the church was fervently being made to God on his behalf. On the very night before Herod was to bring him to trial, Peter, secured by double chains, was sleeping between 2 soldiers, while outside the door guards kept watch on the prison. Suddenly, the angel of the Lord stood by him, and a light shone himself. He tapped Peter on the side and awakened him, saying, "Get up quickly." The chains fell from his wrists. The angel said to him, "Put on your belt and your sandals." He did so. Then he said to him, "Put on your cloak and follow me." So he followed him out. Not realizing that what was happening through the angel was real, he thought he was seeing a vision. They passed the first guard, then the second, and came to iron gates leading out to the city, which opened for them by itself. They emerged and made their way down an alley, and suddenly the angel left him. Then Peter recovered his senses and said, "Now I know for certain that the Lord sent his angel and rescued me from the hands of Herod, and from all that the Jewish people had been expecting." The word of the Lord. Thanks be to God. Oh
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, ich werde nunmehr geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Heiden sie hören. Und so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen. Der Herr wird mich allem Bösen entreißen, er wird mich retten und in sein himmlisches Reich führen. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort: Herr,
du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Weihkandidaten Francis und Maximus mit euren Familien und Freunden, liebe Schwestern und Brüder aus den afrikanischen Gemeinden in Innsbruck und in Linz, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Seminargemeinschaften aus Innsbruck und Linz, lieber Bischof Maximilian, liebe Brüder im priesterlichen Diakonaldienst, besonders begrüßen möchte ich die Priesterjubilare, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Diözese, liebe westliche Gemeinschaft. Wir danken dem Petrus, dass uns durch das gute Wetter so schön feiern lässt. Und wir begrüßen den Bischof, der durch seinen guten Draht nach oben mitverantwortlich für das gute Wetter ist. Nicht einmal, sondern ziemlich oft bin ich so begrüßt worden. Petrus ist in Oberösterreich, auch in Tirol, nicht so sehr durch sein Christusbekenntnis bekannt, nicht durch seine Liebe zu Christus, sondern als der entweder die Schleusen des Himmels öffnet oder schließt. Und das Verständnis des Priesters vieler im Lande liegt auf diesem Niveau, auch bei den sogenannten Gebildeten unter den Verächtern der Religion. Der Priester ist vielleicht als Gottesmann zuständig noch für Segen, aber vor allem für das Wetter. Zu mehr taugt er nicht immer. Priester haben bei uns nicht einen von vornherein bestimmten gesellschaftlichen Standort. Manchmal ist er hin und her geworfen zwischen dem Gottesmann und dem Watschmann. Die einen wollen einen Priester, die anderen haben ihn längst abgeschrieben. Gefordert wird er vor allem als Mensch, ist aber natürlich nur ein Mensch. Wenn er freilich allzu menschlich ist, wenden sich die Menschen ab, ziehen sich zurück, denn zu den allzu menschlichen Seiten gehören ja auch nicht nur die liebenswerten Schwächen, sondern auch jene, die Kommunikation stören oder schwer machen, gehören Machtfragen, gehört der Mangel an Integration von Sexualität. Vermutlich werdet ihr, Francis und Maximus, in den letzten 7, 8 Jahren manchmal so hin und her geworfen worden sein, in dieser Einschätzung, was ein Priester ist, was er soll, was er gilt. Gefragt, aber auch irgendwo manchmal nicht mehr verstanden. Und vermutlich hat das euch auch manche Schwierigkeiten bereitet.
habe mal von einem Planspiel gehört, da bekamen Jugendliche die Aufgabe, sich für die Auswanderung auf eine Insel vorzubereiten. Wir kennen diese Fragen ja von Interviews mit Prominenten. Was oder wen würdest du da mitnehmen? Wen möchtest du da in deiner Nähe haben? Auf wen kannst du vielleicht auch verzichten? Bei den Jugendlichen wurden dann auch die Vertreter der ganz unterschiedlichen Berufsgruppen vorgestellt, darunter ein Arzt, eine Krankenschwester, ein Polizist, ein Lehrer, ein Priester, durchaus jung, intelligent, gut aussehend, ein türkischer Hilfsarbeiter. Unter denen, welche die Jugendlichen brauchten und als notwendig und brauchbar fanden, waren zum Beispiel der Arzt, auch der türkische Hilfsarbeiter, der bestimmte Arbeiten macht, nicht aber der Priester. Brauchen wir Priester? Die Antwort vieler Jugendlichen, speziell auch diese Jugendgruppe, nein, nicht unbedingt. Das können wir unter Umständen auch selber machen. Oder ist in der jetzigen Phase gar nicht so wichtig. Manchmal werden die Priester durch andere Berufe abgelöst, die sich wie hohe Priester vielleicht sogar wie Götter benehmen und verhalten. Es gibt sie nicht mehr, die Götter in Weiß. Aber nicht selten werden uns zum Beispiel in der Werbung und in den Medien Menschen und bestimmte Berufe als Vermittlungsinstanzen zum Leben, zum Glück, zur Sicherheit, zum Erfolg, zum Geld, zu Gott, zur Gesundheit präsentiert. Nicht wenige zelebrieren sich als hohe Priester der Menschlichkeit. Und es ist eine den Ideologien der französischen Revolution durchaus geläufige Vorstellung, den Gesetzgeber als den Priester des sozialen Glücks zu betrachten, der unsere Lebensbedingungen so umgestalten kann, dass wir dann ganz glücklich werden. Priester des Glücks sind heute eher die Entertainer, die Unterhalter, manchmal die Schlagersänger. Und für gar nicht so wenige haben die ein sehr hohes Trostpotenzial. In dem Gourmet-Tempel sind Spitzenköche, Priester des guten Geschmacks. Die Priester in den Geldtempeln sind inzwischen eher der Priesterbetrugstheorie ausgesetzt. Sind wir als Priester brauchbar oder sind wir verbraucht und müde geworden? Bei Neubesetzungen, die auch mit Reduktionen verbunden sind, bekomme ich Briefe und Mails mit dem Inhalt: Überlegt das noch einmal, wir in der Pfarre da und dort brauchen einen Priester. Es würde vieles aufhören, wenn er nicht mehr da ist. Die Priester sind teilweise gut bei den Leuten verankert, sodass sie dazugehören, dass sie auch gebraucht werden. Die einen steigen für Priester auf die Barrikaden, andere signalisieren, den braucht es nicht unbedingt. Fatal wäre da die Haltung, wenn wir uns beleidigt in den Opferstatus zurückziehen mit der Botschaft und der Anklage: Niemand mag mich, keiner versteht mich, die Leute interessiert es ohnehin nicht. Wohin gehen wir in diesem Bereich? Wir können da anknüpfen durchaus an eine Geschichte zwischen Jesus und Petrus, allen bekannt. Wo war dies? Wohin gehst du? Petrus versucht, seinem gewaltsamen Ende zu entkommen. Er kehrt Rom den Rücken zu und begegnet unerwartet dem ihm entgegenkommenden Christus, der zielstrebig auf die Stadt zugeht. Herr, wohin gehst du? Beide Gestalten könnten auch zwei Gruppen in der Kirche sein. Das ist der eine Zug, der Hals über Kopf in die bekannte Vergangenheit flieht, währenddessen sich auf der anderen Seite eine Menschengruppe tapfer in die Zukunft stemmt. Doch irgendwie scheinen sie gleichzeitig auf der Stelle zu drehen.
unkritisch. Wir sind uns nicht über die Zeichen der Zeit eins. Wir haben deutliche Bilder vor Augen, finden jetzt jedoch kaum einen gemeinsamen Weg. Wir gehen teilweise in unterschiedliche, manchmal sogar entgegengesetzte Richtungen. Kirche, Priester, wohin gehst du? Aber ist die Frage, wohin gehst du, die zentrale Frage an die Kirche? Nein, es ist die entscheidende Frage des Petrus an Jesus. In der Frage, wohin gehst du, Kirche, geht es um die Botschaft des Evangeliums, um die Glaubwürdigkeit der Getauften und Geweihten. Es ist der Weg der Nachfolge Jesu. Priester, Kirche, sie sollen zurücktreten, um letztlich auf Jesus zu verweisen und die Frage zu stellen, Jesus, wohin gehst du? Wer zum Priester geweiht wird, er ist in die Nachfolge Jesu gerufen. Darunter verstehen viele zunächst einmal eher ein moralisches Kommando. Vielleicht auch ein mathematisches Planzoll. So und so viel musst du heute leisten. So und so viele Pfarrer hast du zu versorgen. Aber Nachfolge ist nicht zunächst eine zahlenmäßige Leistung, auch kein Imperativ, kein Kommando, nicht einmal eine liturgische Inszenierung. Bei der Nachfolge Jesu, und ich glaube, das habt ihr beide, Francis und Maximus, in den letzten Jahren schon gespürt, geht es nicht einfach um eine Erfolgs- oder Siegergeschichte, nicht um die Gerade einer Autobahn. Da gibt es Höhen und Tiefen, Gelingen und Versagen. Und der Weg der Jünger Jesu ist kein Unschuldspfad, wohl aber ein Lernen. Es ist ja so, dass ganz wichtige Bereiche des Lebens durch andere beeinflusst werden, positiv oder negativ, heilsam und manchmal auch als Gift. Als Priester habt ihr nicht einfach Zugriff auf die Gewissen, aber durchaus Einfluss auf die Seelen. Eure Worte in der Verkündigung, auch im Unterricht, im Gespräch, können heilsam sein für das Gottesbewusstsein und den Glauben, manchmal aber auch bedrückend und das Evangelium verdunkeln. Wohin gehst du? Ihr habt schon bei der Diakonenweihe versprochen, Männer des Gebetes und einer starken Innerlichkeit zu werden. Innerlichkeit ist nicht eine Flucht, sondern so etwas wie die Spannkraft des Herzens, eine innere Widerstandskraft, aber auch eine innere Freiheit, die uns dazu befähigt, angstfrei, nicht korrumpiert zu arbeiten und uns einzumischen in die Verhältnisse, wie sie sind. Diese Einwurzelung im Gebet soll euch davor bewahren, große Funktionäre zu werden, die oberflächlich und nur äußerlich bei den Menschen und bei den Dingen sind. Ich habe gestern ein Fest für Adalbert Stifter mitgemacht und da ist der Satz gefallen, dass die Menschen in Österreich ihre Seele, ihr Inneres so wenig kennen wie das Innere von Afrika. Ich glaube, dass ihr uns etwas mitgeben könnt, nämlich eine starke Religiosität, auch ein Innenleben. Ein Priester, das ist einer, der für die Gemeinde betet und mit der Gemeinde betet. Wer für andere betet, der begegnet ihnen anders. Und es gibt viele Suchbewegungen, die eigentlich dieses Mitdenken, Mitbeten einschließen. Zum Beispiel
das habe ich bei Dietrich Bonhoeffer gelesen, wenn einer sagt, drück mir die Daumen. Das heißt, denk an mich, vielleicht sogar bet für mich, lass mich nicht im Stich. Francis und Maximus können die Bedeutung des Gebetes und der Spiritualität bei uns deutlich machen. Wohin gehst du? Ihr werdet nicht für eure private Frömmigkeit geweiht, nicht einmal für eure persönliche Suche nach Heiligkeit. Ihr werdet für die anderen geweiht, für die Kirche geweiht. Und wer nicht in Gemeinschaft leben und nicht darin wachsen und reifen kann, der ist für den Beruf unfähig. Weil nur ein gemeinschaftsfähiger Mensch kann teilhaben am Leben Gottes, der ja selber Gemeinschaft ist. Jünger Jesu ist man nicht als Single. Und es geht bei der Ehelosigkeit in der Nachfolge Jesu gerade darum, dass ihr in neue Netzwerke der Freundschaft und der Verantwortung hineingestellt werdet. Die Gemeinschaft hier bei uns in der Diözese Linz ist nicht einfach das Nonplusultra. Aber es geht darum, Menschen im Glauben zusammenzuführen, Mitarbeiter zu ermutigen, die aktive Mitarbeit der Laien zu fördern. Ob unsere Rede von Gemeinschaft oder auch Beheimatung, das kommt ja oft vor, ob das glaubwürdig ist, das hängt davon ab, ob zwischen den Priestern, den hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Diakonen, Religionslehrern ein angstfreies und konstruktives Miteinander wächst. In Nigeria, habt ihr mir gesagt, gibt es durchaus eine starke Gemeinschaft unter den Priestern. Bei uns schaut das manchmal anders aus. Entscheidend ist, dass eure und unsere Existenz von einer Dynamik des Heils geprägt ist. Man könnte auch sagen, von einer Logik der guten Gabe, nämlich dass das Leben Geschenk ist. Wir sind von Gott Beschenkte, nicht dazu da, um Frust zu haben. Wir sind nicht die zu kurz gekommenen. Und zwar so beschenkt, dass wir uns selber schenken wollen, dass wir selber zur Gabe und zum Geschenk werden. Ihr seid eine Gabe, ein Geschenk. Ihr seid Diener, nicht Herren. Ihr seid Helfer, nicht Chefs. Unserer katholischen Kirche in Österreich fehlt es nicht so sehr an Geld. Unserer Kirche fehlt es hierzulande an Überzeugung, dass wir zum Beispiel junge Menschen gewinnen können, Neuchristen für Christus gewinnen können. Manchmal ist der Glaube doch schon recht müde geworden. Und mit der Fantasie für neue Wege sind wir auch schnell am Ende, dann geht es schnell wieder um Strukturfragen. Zum Priester geweiht zu werden, das ist eine Sendung. Und Sendung ist die Mission, das Weitersagen, was für mich selber geistlicher Lebensreichtum geworden ist. Im Sinne von Evangelisierung zur Quelle zurückzuführen. Was ist die Quelle? Letztlich Jesus Christus selber und unsere Lebensgemeinschaft mit ihm. Letztlich geht es bei der Priesterweihe, bei der priesterlichen Sendung darum, das zu zeigen, was wir lieben. Jesus zu zeigen, von dem wir sicher sein dürfen, dass er uns mag. Ihr seid geweiht nicht nur für die, die vielleicht unter Anführungszeichen noch da sind und hier und da etwas von der Kirche brauchen. Ihr sollt keine Berührungsängste haben gegenüber Jugendlichen oder auch gegenüber Menschen ganz anderer Milieus, die euch zunächst ganz und gar nicht bestätigen. Wohin gehst du?
Liebe Brüder Francis und Maximus, bevor ihr die Priesterweihe empfangt, sollt ihr vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass ihr diesen Dienst auf euch nehmen und euer Leben lang erfüllen wollt. So frage ich euch, seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung zum Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes in gläubiger Ehrfurcht zu feiern? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die euch anvertraute Gemeinde zu erflehen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Ich bin bereit. Christus, unser hoher Priester, hat sich um unseretwillen dem Vater dargebracht. Seid ihr bereit, euch Christus, dem Herrn, von Tag zu Tag inner zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Mit Gottes Hilfe. Versprichst du deinem Bischof Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du deinem Bischof Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinen Dienern, die er zu Priestern erwählt hat, Gnade und reichen Segen. Beuget die Knie. Heiliger Augustinus, bitte.
Heiliger Florian, Heiliger Severin, Heilige Theresia von Jesus, Seliger Franz Jägerstätte, alle Heiligen Gottes, Jesus sei uns gnädig. Vor aller Bösen, vor aller Sünde, von der ewigen Verdammnis, durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben, durch dein Sterben und dein Auferstehen, durch die Sendung des Heiligen Geistes, wir armen Sünder, schütze deine heilige Kirche und leite sie, erleuchte unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred und alle Hirten der Kirche. Erfülle alle Glieder der Kirche mit der Kraft des Heiligen Geistes. Segne deine Glieder, die du zum Priester erwählt hast. Segne und heilige deine Diener, die du erwählt hast. Segne, heilige und weihe deine Diener, die du erwählt hast. Gib allen Völkern der Erde Frieden und Freiheit. Erweise allen, die in Bedrängnis sind, dein Erbarmen. Stärke und erhalte uns in deinen Diensten. Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes, Christus, höre uns. Erhöre uns, Herr, unser Gott, erfülle diese deine Diener mit dem Heiligen Geist, gib ihnen deine Gnade und die Vollmacht des Priestertums und bewahre in ihnen stets den Reichtum deiner Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Erhebet euch.